Hier wird die Frage beantwortet, wie ihr im Team aus den gesammelten Problemen konstruktive Projektideen gestaltet. Vor euch liegt nun das Problem mit den meisten Punkten. Solltet ihr euch bisher noch nicht entschieden haben, dann könnt ihr den folgenden Vorgang auch für 2 bis 3 Probleme vornehmen. Als erstes müssen die Probleme umformuliert werden. Gestaltet aus den Problemen also direkte Lösungen. Zum Beispiel aus dem Problem, es gibt zu wenig Fahrradständer an der Uni Hildesheim wird, es gibt genügend Fahrradständer an der Uni Hildesheim. Nun ist diese Umformulierung noch keine sehr konkrete Projektidee. Um zu dieser zu gelangen, könnt ihr die folgende Methode nutzen. Was brauchst du dafür? Ein sehr großes Blatt Papier und Stifte in 3 verschiedenen Farben. Außerdem braucht ihr einen größeren Raum. Dein WG-Zimmer ist zu klein? Dann nutze doch die Möglichkeit, Arbeitsräume in der Bibliothek zu reservieren. Für diese Methode benötigt ihr das ganze Team. Wie funktioniert's? Die Disney-Methode geht auf Walt Disney zurück, der in seinen kreativen Schaffensphasen verschiedene Rollen innehatte. Den Träumer, den Realisten und den Kritiker. In dieser Version der Disney-Methode stellen diese Rollen 3 aufeinanderfolgende Phasen dar. Die Kreativphase, die Realisierungsphase und die Kritikphase. Viele Menschen neigen dazu, entweder zu große und unrealistische Ideen umsetzen zu wollen oder jede aufkeimende Idee von Anfang an mit Kritik zu vernichten. Die Umsetzung in den 3 verschiedenen Phasen ermöglicht es jedoch, dem entgegenzuwirken. Am produktivsten ist es, wenn ihr pro Phase einen anderen Platz im Raum einnehmt oder eure Sitzposition verändert. So kommt besonders viel Schwung rein. Phase 1. Die Traumphase. Ihr habt nun 5 Minuten, in denen eure Kreativität gefragt und jede Idee erlaubt ist, egal wie groß oder verrückt sie ist. Erstellt ein Mindmap mit eurer positiv formulierten Lösung oder eurem Ziel in der Mitte. Nutzt dafür eine Farbe. Sammelt gemeinsam Projektideen, die auf dieses Ziel einwirken können. Denkt ruhig an verschiedene Formate. Vom Lunchtalk zum Bau eines Insektenhotels zum Theaterstück. Jedes Format kann hier aufgeschrieben werden, das euch in den Sinn kommt. Ein Beispiel. Verena und Hannah möchten mit ihrem Projekt dafür sorgen, dass es genügend überdachte Fahrradständer auf dem Campus gibt. Die Ideen, die ihnen dafür in dieser Phase gekommen sind zum Beispiel in einem Kurs Fahrradständer selber bauen oder eine Firma zum Bau der Fahrradständer beauftragen oder alle Geländer der Universität als Fahrradparkplatz freigeben. Phase 2. Die Realisierungsphase. Ihr habt erneut 5 Minuten Zeit und nun solltet ihr überlegen, wie ihr eure eben formulierten Projektideen umsetzen könnt. Welche Personen, Mittel und Ideen würdet ihr dafür benötigen? Schreibt in euer bereits erstelltes Mindmap mit einer anderen Farbe. Stellt euch nun die Frage, wie ihr die eben genannten Projektideen umsetzen könntet. Verena und Hannah suchen nach Realisierungen ihrer Idee. Das sieht so aus. Erstens. HandwerkerInnen anfragen, DIYs suchen, Werkzeug sammeln, Baugenehmigung anfragen. Zweitens. Gelder für Kosten akquirieren, zum Beispiel durch Stiftungen oder durch Charity-Events. Angebote sammeln, Baugenehmigung anfragen. Drittens. Schilder für Geländer basteln, Genehmigung von Uni erhalten, Suche nach Geländern auf Campus. Phase 3. Die Kritikphase. Auch in dieser Phase habt ihr erneut 5 Minuten Zeit. Nun könnt ihr eure Ideen kritisieren und hinterfragen, welche Umsetzungen realistisch sind und wobei vermehrt Probleme auftauchen könnten. Schreibt auch die Kritik in euer bereits erstelltes Mindmap, wieder mit einer anderen Farbe. Welche Ideen sind unrealistisch, zu überfordernd, zu unterfordernd und. Achtet darauf, dass ihr konstruktive Kritik äußert. Zu schreiben, dass etwas schlecht ist, hilft bei der Erweiterung nicht unbedingt weiter. Besser ist es, konkret zu benennen, was noch zu verbessern wäre. Verena und Hannah sind nun ebenfalls in der Kritikphase angekommen. Folgende Kritik notieren sie sich zu ihren Ideen. Erstens. Fehlende handwerkliche Fähigkeiten. Fehlende Garantie des Herstellers. Zweitens. Langwieriger Prozess. Fehlende AnsprechpartnerInnen. Drittens. Geländer haben eigentlich andere Funktionen. Gibt wahrscheinlich Ärger mit der Universität. Höchstwahrscheinlich wirken einige Ideen mittlerweile umsetzbarer und sinnvoller als andere. Das kannst du ganz einfach abchecken, indem du überprüfst, ob bereits geklärt wurde, welches Format ihr umsetzen wollt, wo und wann das Projekt stattfinden soll und wie der Titel lauten könnte.
Konnten diese Punkte noch nicht geklärt werden, dann könnt ihr euch als Team auch nochmal in diese 3 Phasen begeben. Am Ende ist das Projekt zwar noch nicht in allen Schritten durchdacht und fertig geplant, aber für den Start ist ein Mindmapping dieser Art sehr produktiv, um auf umsetzbare Ideen zu kommen. Ihr habt wieder mehrere Ideen, die umsetzbar und interessant sind? Nutzt auch hier zum Entscheiden die Methode Dot Voting. Das Video dazu verlinken wir euch in der Infobox. Ihr habt leider immer noch keine passende Idee? Dann schaut euch im Projektkatalog auf unserer Homepage um. Übernehmt eine dort vorgestellte Projektidee oder passt sie für euch an.